Ja, das IQWiC hat sich auch im Bereich Medizinprodukteforschung relativ weit entwickelt. Nachdem das AMNOG lange Jahre schon etabliert war, kam dann irgendwann auch 2015 ein Gesetz, das führte dazu, dass auch Medizinprodukte bewertet werden. Aber bei den Medizinprodukten, da wird nicht jedes Medizinprodukt bewertet, so wie jedes Arzneimittel bewertet wird, sondern es werden nur die Medizinprodukte bewertet, die besonders riskant sind, die besonders teuer sind und die neu sind, wo wirklich die gesamte Behandlungsmethode neu ist. Da lohnt es sich zu bewerten und das machen wir jetzt seit ein paar Jahren. Wir stellen leider fest, dass das erstens relativ wenig Bewertungen sind und zweitens, dass aus diesen Bewertungen nicht so richtig viel rauskommt. Und das liegt daran, dass die Medizinprodukte oft immer noch, obwohl die europäische Gesetzgebung sich da verändert hat, verbessert hat, dass diese Medizinprodukte immer noch mit ziemlich schwachen Daten in die allgemeine Versorgung gelangen. Also da gibt es nicht unbedingt eine randomisierte Studie, so wie bei Arzneimitteln, sondern bei Medizinprodukten sind es oft nicht vergleichende Studien. Und das ist dann für unsere Bewertung auch einfach zu dünn. Wir schlagen dann eine Studie vor, wie man sie machen sollte, aber auch für den GBA, unseren Auftraggeber in Berlin, es sind solche Studien nicht einfach umzusetzen, weil der Gesetzgeber auch noch sagt, ja, diese Studie soll zwar durchgeführt werden, aber genauso soll es auch möglich sein, dass außerhalb der Studie die Patientinnen und Patienten das Medizinprodukt auch so erhalten. Dann wird es natürlich schwierig, Probandinnen und Probanden für eine Studie zu gewinnen. Und wir sehen vor allen Dingen immer wieder, dass diese ganze Regelung sehr viel Aufwand erzeugt, wo eigentlich doch es in der Pflicht des Herstellers sein sollte, eine ordentliche Studie vorzulegen, die dann für alle Zwecke ausreicht. Da sind wir leider noch nicht. Und insofern ist dieser gesamte Prozess der 137h-Bewertung, so heißt das bei uns, ein Verfahren, was noch optimierungsbedürftig ist. Auch da hoffe ich, dass wir uns weiterentwickeln.